In Skyrim begegnet man im ganzen Land Barden, die von der Bardenakademie in Einsamkeit erzählen. Um in die Bardenakademie aufgenommen zu werden, muss man den verlorenen Vers von Olaf finden und damit Jarl Elisif überzeugen, das Feuerfest wieder stattfinden zu lassen. Findet man den Vers, ist ein großer Teil davon jedoch nicht mehr lesbar und man dichtet die fehlenden Zeilen mit Viarmo neu. Im ersten lesbaren Abschnitt geht es um Olafs Kampf gegen den Drachen Numinex, von dem auch Vogt Proventus in Weißlauf berichtet und von dem auch auf der Königstafel in Windhelm die Rede ist. Für die nicht mehr lesbaren Zeilen, die jetzt kommen, kann man 3 Optionen auswählen. Entweder Olaf fand Numinex schlafen vor, das halte ich für am wahrscheinlichsten, wenn man nach der Geschichte von Zvaknir geht. Der kaiserliche Autor Adonato Leotelli spricht in seinem Buch Olaf und der Drache nämlich davon, dass Zvaknir während Olafs Herrschaft gelebt hat und davon berichtet hat, dass Numinex schon besonders alt gewesen ist und sich auf den Berg Antol zum Sterben zurückgezogen hat. Man kann aber auch die Option auswählen, dass Olaf einen Deal mit Numinex eingegangen ist. Das halte ich für die wahrscheinlichste Option, wenn wir uns vor Augen führen, dass Olaf in Todmannsruh weiterhin existiert, und zwar im Untod als Draugr. Ein Deal würde jedoch die Frage aufwerfen, was dann Numinex Schädel in Drachenfeste macht. Man erfährt jedoch von Viarmo, dass Numinex später entkommen konnte. Diese Frage passt auch zur dritten Option, die man auswählen kann, nämlich dass Olaf selbst Numinex gewesen ist. Ziemlich geil, und das findet auch Viarmo, aber auf den ersten Gedanken recht unwahrscheinlich. Es sei denn, wir gehen davon aus, dass es nicht Numinex Schädel ist, der in Drachenfeste hängt. Im zweiten lesbaren Vers spricht Zvaknir dann von etwas, das sonst noch keiner erwähnt hat, dass alle Fürstentümer vor Olaf auf die Knie gefallen sind, außer Einsamkeit. Laut Viarmo hat Einsamkeit daraufhin Winterfestel angegriffen. Hier hat man dann 4 Auswahlmöglichkeiten. Entweder, dass Olaf seinen Männern befohlen hat, Einsamkeit verkleidet anzugreifen, was dann jedoch schief ging. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das müsste einfach bedeuten, dass Olafs Männer schon ziemlich doof gewesen sind. Man kann auch sagen, dass Olaf Einsamkeit zum Angriff provoziert hat. Das ist die Option, die auch Viarmo am wahrscheinlichsten findet. Die beiden restlichen Optionen verlaufen recht ähnlich. Zunächst kann man sagen, dass Olaf selbst Winterfeste geplündert hat und die Schuld dann mittels Magie Einsamkeit in die Schuhe geschoben hat. Hier ist die Frage, ob Olaf Magie wirken konnte, das wissen wir nicht. Aber vielleicht hat er sie von den Drachen erlernt. Und dann gibt es noch die Option, dass Olaf Winterfeste in seiner Drachenform geplündert hat und dann Einsamkeit die Schuld in die Schuhe geschoben hat. Hier haben wir wieder die Debatte, ob Olaf wirklich Numinex gewesen ist und ob der Schädel in Weißlauf wirklich der Schädel von Numinex ist. Ihr seht schon, irgendwie sind alle Optionen möglich.